Hallo und herzlich willkommen, ich bin euer Mr. Venom 1974. Das ist Gabriel Knight, Sins of Our Fathers, das ist das Original. Ich zeige euch gleich auch das Remake, das wirklich gelungen ist. Aber fangen wir erstmal einfach mit dem Intro an, dann sage ich ein bisschen was dazu. Wundert euch nicht über die Ladezeiten und die Bilder. Ich versuche dann einfach gleich mal trickreich das Video zu strecken, weil sonst seht ihr dann nämlich wahrscheinlich gar nichts. Ich lasse mal einfach kommentarlos diese Szene verstreichen. Es gibt zu der alten Version von Gabriel Knight 1 auch einen Comic, den hatte ich damals auch. Ich habe versucht, die alte DOS-Fassung zum Laufen zu kriegen. Das war chancenlos, also ich habe die CD-Fassung mit wirklich genialen Sprechern, da komme ich gleich auch noch zu. Ja, deswegen musste ich mich auf die GOG-Fassung verlassen. Also Good Old Games, ich glaube 4,79 € oder sowas. Tut es euch an, es ist definitiv eins der besten Point-and-Click-Adventures aller Zeiten. Wer meine Top 10 gesehen hat, der weiß auch, dass es da nicht ohne Grund drin. Das passt schon. So, das ist übrigens unser Held. Ja, Gabriel Knight. Ich lasse das Intro einmal laufen von Jane Jensen. Ja, braucht man gar nichts zu sagen. Geniales Ding. Robert Holmes hat den Score und die Musik gemacht. Werdet ihr sehen, ist beim Remake genauso. Robert Holmes, wer das nicht weiß, ist der Ehemann von Jane Jensen. Jane Jensen, ich glaube bekannt geworden durch King Quest 6 zusammen mit Roberta Williams. Hat, glaube ich, Grey Matter noch gemacht. Aber auf jeden Fall die Gabriel Knight Serie, vor allem die Gabriel Knight 1, ist schon ein absolutes Meisterwerk. Ich werde auch gleich ein bisschen was zu den Stimmen erzählen, weil die sind beim Remake anders. Das kann ich schon mal vorwegnehmen, das ist nicht so einfach. Aber gucken wir uns das an und genießt den Soundtrack. Ach, ist das großartig. Das haben sie übrigens, das kann ich schon mal wegnehmen. Soweit habe ich reingeguckt in das Remake. Das haben sie übrigens so gelassen, dass es so auch sehr ähnlich ist, wie es früher mal war. Das finde ich auch gut. Es gibt auch in der Remake-Fassung gibt es auch einen Comic. Da steht allerdings, guckt euch den nicht vor Tag XY an. Vielleicht zum Aufbau dieses Games, ohne gleich euch dann schon den Anfang zu spoilen. Dieses System ist aufgebaut wie ein Roman. Das heißt, es werden Tage erzählt. Ihr kennt das vielleicht von Police Quest, da wird auch sowas gemacht. Aber das ist schon großartig. Genialer Sound, geniale Story. Und ihr lebt davon. Ach, da steht jetzt alles. Feature Voice, brauche ich gar nichts sagen. Tim Curry, ja. Brauche ich gar nichts sagen. Legendäre Stimme. Mark Hamill, Luke Skywalker. Geniale Stimme. Leon Remini kennt ihr vielleicht nur als die bei King of Queens. Da ist Michael Dorn gewesen. Was nicht, Ephraim Symbolist kannte man, glaube ich, noch nicht, Den gibt es nämlich auch noch. Genau, das ist da. Der spricht Wolfgang. Ich spoilere jetzt schon einfach Wolfgang Ritter. Zum Beispiel Michael Dorn war da gerade auch. Michael Dorn, genial. Ungefähr stimmlich, wer den im Original nicht kennt, oder natürlich Worf, ne, bei Star Trek, ist ungefähr stimmlich in der gleichen Liga wie Patrick Stewart. Also das ist schon geil. Das ist geil. Also noch ein paar andere Stimmen, die sind wahrscheinlich auch nicht alle so unbekannt, aber kann ich wahrscheinlich jetzt nicht mehr so wirklich zuordnen. Aber ihr seht schon, das Ding hatte schon richtig stimmtechnisch ein unglaubliches Cast, wie es, ich sag mal, Disney-Games nur haben oder Filme. So. Das ich das erste Mal, als ich das jetzt wieder laufen hatte, dachte ich mir, oh Gott, so pixelig war das damals. I dreamed of blood upon the shore, of eyes that spoke of sin. The lake was smooth and deep and black as was her sainted skin. Ja, Sie können mich ordern. Tag 1 übrigens. Der Zeitungsjunge, Paperboy sozusagen. Das ist Grace, das spoil ich jetzt schon mal und in der nächsten Szene, weil jetzt kommt ein bisschen Dialog, halte ich einfach mal die Fresse. Das ist unser Held übrigens. I bet. Just a minute. It lives, I see. Do you want to speak with Lolita? I'm sorry, but Gabriel is allowed. Oh, I mean, he's out. Yeah, if he ever comes back, I'll tell him. You know, you could do better. I know I don't know you, but you could do better. Good morning. The phone's been ringing off the hook all morning. Let me know when you want your messages. Yeah. Gee, you're lively. Did you have another nightmare last night? Sort of. Mm-hmm. I told you it's that voodoo book you're researching. That stuff can seriously screw up your karma. I'm sure that's it.
Maybe I should write a horror novel on passive resistance instead. So don't sleep. It's your body. Anyway, your handheld tape recorder came today. Really? Great. So, dann haben wir auch gleich schon unser erstes I Item. can't wait to see what human rights you violate with this one. I can't wait to violate them. For example, if you would just let me... And I located some local voodoo references for you. Dixieland Drugstore and the Historical Museum of Voodoo. Both are right here in French Quarter. How would I ever manage without you? You? Give me a break. The devil himself couldn't change you. Well, if the devil had great legs, perhaps, like yours. And a riveting personality, I'm sure. Well, if you need any more research done, just ask. It's not as though we're swamped with customers. So, ich fasse mal eben kurz einfach zusammen. Also er hat merkwürdige Albträume. Ja, weil er, wie gesagt, er recherchiert ein Buch für Voodoo. Also er ist ein Autor und sie ist ja sozusagen seine Assistentin und man sieht schon, er ist eigentlich der typische Herr Lödri, macht mit Frauen rum, trinkt gerne mal einen über den Durst und ja, dann werdet ihr das auch sehen in weiteren Dialogen, was da so abgeht. Sollen wir mal einfach was Lustiges machen? Like I haven't tried. It's certainly light enough, but rather useless, as Gabriel well knows. Ach stimmt, da haben wir auch noch eine Erzählerin gehabt. Kann ich mich auch schon nicht mehr dran erinnern. The desk is too heavy to be moved. Ja, habt ihr mal nicht so. Kann man das aufmachen? Gabriel doesn't even want to know what Grace keeps in those drawers. Habt ihr mal nicht so. Ihr seht, das ist noch gute alte Point-and-Click-Icon-Variante. Mind if I borrow the magnifying glass? No, Sherlock. Just bring it back when you get the next estate shipment. Ja, ja. No problem. Wird er garantiert zurückbringen. Wir kennen ihn noch. Lesen wir doch mal die Zeitung. Times-Picayune, dated June 18, 1993. The front page has an article about the voodoo murders. The article says that the victims are all identified as members of the underworld. The general public of New Orleans is in no danger. Police claim the so-called voodoo trappings found at the crime scenes are fake, a scare tactic, and that the murders are not associated with any genuine practitioners. Gabriel also scans the Aquarius horoscope for the day. Ja, Wassermann ist er. Potential storms ahead. Proceed with caution and do not get involved with anything new at this time. Right. Ja, habt ihr mal nicht so. Man kriegt übrigens Punkte. Ja, habt ihr schon gesehen. Also das System haben sie sozusagen auch beim Remake übernommen. Jetzt nehmen wir nochmal aus dem Kaffee. My Coffee kidney's gets my- already floating, thanks. My kidney's already floating, thanks. Ach, habt ihr mal nicht so. Gabriel cannot take that. Will er nicht? Okay. Kann man mit Grace nochmal quatschen. If wishes were ponies. Zwei verschiedene Optionen. Okay, das kann ich mich schon nicht mehr dran erinnern. So, what's new, Grace? Your use of mathematics, for one thing. These books are unbelievable. What can I say? I refuse to be bound by rules. The strap marks on your bedpost speak otherwise. Ach, ich liebe diese Sprüche. Got a minute, Grace? What's up? Genau, dann wechselt es nämlich in diese Perspektive. Und dann konnte man jetzt alle Punkte durchgehen. Das machen wir jetzt einfach mal. Ich zeige euch noch ein bisschen was von der Stadt. So, dass ihr mal so 15, 20 Minuten, dass ihr ein bisschen was von dem gesehen habt. Vielleicht mache ich davon mal ein Let's Play. Vielleicht auch noch nicht. Mal gucken. Ich wollte euch jetzt einfach nur einen Vergleich mal machen zwischen alt und neu. Da muss man auch mal ein bisschen was von den Details gesehen haben. Es gibt zum Beispiel auch ein paar Stellen, da sage ich gleich, wenn wir gleich ein bisschen latschen. Eine Stelle, die mir immer im Gedächtnis geblieben ist, von Gabriel Knight. What can you tell me about voodoo? I didn't know much of anything about it until you started researching it for your book. Now I know that it's active in the city. There's that shop and museum. It can clearly be dangerous in the wrong hands. You should be careful investigating it.
Ich glaube, das konnte man nur von der Zeitung hören. Wir sind natürlich in New Orleans oder New Orleans, je nachdem, wie man es gerne aussprechen möchte. Und da ist Voodoo ja nicht ganz so unpräsent. Ne? Ihr kennt das ja sicherlich von den Sagen und Legenden. Deswegen wurde das hier auch wunderbar aufgegriffen. In den weiteren Teilen geht es dann, im Teil 2 geht es um Werwölfe, dann da wir tatsächlich durch Deutschland rennen. Und in Teil 3 dann geht es um Vampire. Und hier haben wir eben Voodoo. What do you know about the voodoo murders? Just what I read in the paper, same as you. Ja, also nicht viel. What can you tell me about New Orleans? Well, I've only been here 2 months, but I love it. It's so much more alive than any place I've been. It feels like anything's possible here. Ja, klar, das ist New Orleans, ne? Tell me about yourself, Grace. Yeah, right, Knight. I mean it. What do you want to know? Natürlich. How come we haven't gone out yet? I'm still waiting around for that lobotomy. As soon as I get it, I'll let you know. How do you like working at St. George's Books? Well, it's not exactly a huge intellectual challenge. Although the math in your record books could confuse Einstein. Still, I love old books, and it's a nice way to pay the bills while I explore the city for a summer. If you ever pay me, that is. Ach, habt ihr mal nicht so. What do you do after work? Well, I either go to my oil painting class or my Tai Chi. You know that. You know, you can go overboard with this improving yourself stuff. You don't want to alienate us mere mortals. I suppose I should just allow my mind and body to atrophy. Works for me. Ach, das ist kaum zu toppen. Das ist ein großer Plus natürlich, die Synchro von Tim Curry. Na, Frankfurter. Aber ist schon geil. How old are you? Old enough to know about men like you. Just tell me anything at all. I just got my master's in history and classics. My folks wanted me to go on right away for my PhD, but 18 years of school was enough. I needed a break. Kann ich verstehen. Sagt sie denn noch was? Just tell me anything at all. I came to New Orleans because I'd read so much about it, and I thought, spending a few months here would clear my head. Was? Just tell me anything at all. I've always wanted to do something really adventurous, Something real life. I'm sick of libraries and lecture halls. Ja gut, das ist klar. Nothing, I guess. Never mind. Suit yourself. So, da könnten wir jetzt... Ja, genau, holen wir uns noch die Messages, die Nachrichten. Do you have messages for me? Dana called, and Susie left a message about a lawsuit. Toss 'em. Okie dokie. Weg There's damit. more when you want them. Could you do some research for me? Sure, what? Haben wir doch gar nicht so im Augenblick. I can't think of anything. Okay. So, dann können wir auch den Buchladen mal verlassen und zeige ich euch mal ein bisschen was von New Orleans. Aber es ist interessant, ne? Wie verklärt man das ist heute. Sagt man, boah, ist das I'm out of here. Kram. Try not to sell out the store while I'm gone. Uh-huh. Natürlich, hier ist ja Publikumsverkehr ohne Ende. So, dann können wir uns ja einfach mal ein bisschen die Locations ansehen. Ach ja, stimmt, er fährt ja Bike. Genau, ist ja ein richtiger Gangster-Motorradfahrer. Hi. Gott, das ist also der Laden. Ich gehe mal einfach ein bisschen so durch die Locations, dann habt ihr auch mal ein bisschen so einen Eindruck. Das werde ich dann gleich bei der anderen Version auch tun. Ja. Hi. Look around all you want. Okay, thanks. Schön. The doorway is already open. Ja, dann können wir ja durchgehen, wenn die auf ist. Nicht nur das Laufsymbol. I'll be gone now, thanks. Ja, ist ja So prima. long. Ich spare euch jetzt mal die ganzen Dialoge und ist einfach mal so. Mal kommen wir her. Da ist er schon wieder.
Phew, it's humid out there. Made it back though. Really? I forgot you were gone. Kaum ein paar Locations haben wir noch, die gucken wir uns jetzt eben noch an. See you later. Dann kann ich Have euch fun. nämlich auch noch mal in der Zeit, wo wir das jetzt mal gerade machen, auch noch was erzählen. Es gibt eine Stelle, da muss man eine Scherbe am See suchen. Ich glaube, jeder, der das Spiel gesehen hat oder auch gezockt hat, weiß, wie unglaublich nervig die war. Aber sonst an sich sind die Rätsel okay, ja. Aber es ist doch ein bisschen oldschool. Ja, daran kann ich mich auch noch dran erinnern. An die Kirche. Ach, da haben wir so einen Exit-Button. Ey, ist doch keine deutsche Fahne. Was ist da hier los? Bin schockiert. Also bitte. Ich glaube, hier können wir uns zum ersten Mal einen Tod holen. Ich glaube, das ist so. Ich glaube, hier kann man sich mit irgendjemandem anlegen und dann... Ich guck gleich mal. Ich gehe dann immer zurück. Vielleicht kann ich euch den ersten Tod nochmal zeigen. Das geht hier auch recht schnell. Man kann ja auch schnell sterben. Komm, können wir uns jetzt zulaufen lassen? Alte Kneipe. Ja, ja, ist schon klar. Die Erzählerin nervt ein bisschen. Die alte Oma-Stimme, das müsste nicht so unbedingt sein, glaube ich. Aber siehst du, auch das haben wir schon vollkommen verdrängt. Wenn ihr euch mal einen Tag macht, mal eben Mist, dann habt ihr so einen Einblick halt mal gehabt. Dann seht ihr auch so, wie der Grafikstil ist. Ja, Gabriel kann so vieles nicht. So, ja, mal den Jackson Square. Ihr habt später natürlich auch Locations außerhalb von New Orleans, das kann ich schon mal verraten. So, mal gucken, wo sind denn die Verrückten? Kann ich ja mal die Laufgeschwindigkeit erhöhen? Ach, jetzt kann man auch, genau. Ja, machen wir Text on. Komm. Ob es jetzt noch für die 2-3 Sekunden wichtig ist. Aber es gab, glaube ich, keine deutschen Untertitel, glaube ich. Hallo? That's people seem to be. Gucken, haben wir denn noch irgendeinen? Kann man nicht die Laufgeschwindigkeit anpassen? Speed, natürlich. Zack. So. Ach, genau. Why, you nasty thing, you. I'll call the police, I will. Hey, stop picking on me. I'll tell my dad. Komm, legen wir uns mal ein bisschen... Interrogating a mind would be an exercise in frustration. Since Gabriel can't read lips, he... Kann man Unsinn machen? Gabriel probably could pick up the mind. The question... Well, I'd never. Leave me alone, you man. Komm, dann gehen wir erstmal dahin. It seemed that wasn't that mime. Moment, dann machen wir mal ein bisschen Speed jetzt zurück. Ich bin der Meinung, man konnte Mist machen. It seemed that Ich glaube, der läuft mir auch hinterher. Why, you nasty thing, you. I'll call the police, I will. Ja, das hatten wir schon. Gabriel doesn't want to take that out of the park. Ah, ich krieg's nicht hin, aber ich denke, wir Wasn't konnten that irgendeinen Unsinn da machen. Ist auch egal. Habt ihr jetzt erstmal so einen Eindruck gehabt von Gabriel Knight 1? Das ist die PC-DOS-Version. Es gab auch eine Windows-Version auf der Disk. Ja, weiß nicht, wie die sich irgendwie unterscheidet. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall das Ding konnte ich nur zum Lauf kriegen über GOG. Vielleicht mal als Tipp für euch. Ist ein tolles Adventure, ist nur echt lang. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ist halt wie ein Roman. Und jetzt wollt ihr sehen, was aus dem Remake geworden ist. Und das ist grafisch echt nobel. Das seht ihr gleich dann in Teil 2. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Wenn ihr Spaß hattet, dann bitte abonnieren, kommentieren, bewerten. Und dann sehen wir uns gleich in Folge 2 wieder. Dann mit dem Remake. Bis dann. Tschüss.